Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder hier vorbeischaut. Für die, die mich noch gar nicht kennen, mein Name ist Alejandro. Herzlich willkommen zu meinem Channel Curl Andro. Ich werde euch heute was ganz Tolles zeigen, und zwar wie ihr so einen schönen DIY Leave-In Conditioner Spray machen könnt mit ein paar schönen Zutaten und auch mit so einer wundervollen Farbe. Ich glaube, was kann man... Ja, jetzt kann man das besser sehen, genau. Erstmal möchte ich mich bedanken für eure Nachrichten, für das ganze Feedback, für die ganze Resonanz, die zurückkommt von euch. Ich bin echt überrascht, wie viele interessiert sind in der Lockenpflege und wie viele auch interessiert sind, einfach gegenseitig Produkte auszutauschen, Empfehlungen zu geben. Das habe ich ganz besonders auf meinem Instagram-Account gesehen. Vielleicht habt ihr sogar auch schon von der Don't Rush Challenge gehört. Dazu gibt es auch ein Video, wo ich von anderen Instagram-Usern eingebunden wurde. Guckt doch bald mal auf meinen Instagram-Account und dann werdet ihr schon das tolle Video sehen. So, wie ich ja schon sagte, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diesen tollen DIY Leave-In Spray machen könnt. Und sonst hoffe ich, dass es euch soweit auch gut geht. Mittlerweile sind wir ja, mittlerweile sind wir ja in Tag 33 der Ausgangssperre. Auch wenn jetzt am 20. April schon die ersten Lockerungen vorgenommen worden sind, sind wir doch eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben. Das mache ich auch nach wie vor. Ich verlasse jetzt auch nur noch alle 2 bis 3 Tage die Wohnung, wenn es wirklich dringend ist. Aber sonst ja, hoffe ich, dass ihr euch auch brav an die Regeln haltet. Und ja, wahrscheinlich dann ab dem 4. Mai kommen noch mehr Lockerungen. Und vielleicht dürfen wir ja dann auch endlich mal wieder reisen, weil das vermisse ich zum Beispiel ganz besonders. Was vermisst ihr eigentlich am meisten von der Ausgangsbeschränkung? Kommentiert es einfach mal unten. Mich würde wirklich interessieren, was ihr vermisst und was würdet ihr als allererstes machen, sobald die Lockerungen vorgenommen worden sind. So, dann legen wir doch mal gleich los! Was ihr hierfür braucht, sind 500 ml Wasser, Mandelöl, Aloe Vera Konzentrat oder auch Aloe Vera Gel, Seidenproteine, Eukalyptusöl, pflanzliches Glycerin, Polysorbat 80 und Lebensmittelfarbe. Wahrscheinlich tauchen jetzt bei euch einige Fragezeichen auf, denn was ist denn Glycerin und was ist Polysorbat 80? Das sind vielleicht Zutaten, von denen ihr vielleicht nicht unbedingt noch was gehört habt. Vielleicht die ihre Produkte selber zu Hause herstellen, also selbstgemachte Kosmetika, die werden wahrscheinlich mehr oder weniger wissen, worum es hier geht. Aber fangen wir mal an mit dem Glycerin. Also dieses Glycerin hier, genau, das ist ein pflanzliches Produkt, das ist ein... Wie sagt man, das ist ein Nebenprodukt, was aus der Weiterverarbeitung von pflanzlichen Fetten herauskommt. Das heißt, es ist ziemlich ungefährlich, es ist total vegan, es ist ziemlich geruchslos. Vom Geschmack her allerdings ein bisschen süßlicher, aber kommt nicht auf die Idee, das zukünftig in euren Kaffee oder euren Tee reinzugeben. Dafür ist ja Zucker doch besser. Aber Glycerin, ja, also macht es überhaupt Sinn, eine Flasche Glycerin zu kaufen? Ich finde, es macht definitiv Sinn. Ich habe nämlich dieses Glycerin ursprünglich gekauft, um mir mein eigenes Speiseeis zu Hause herzustellen. Denn das Glycerin sorgt dafür, dass das Eis sich nicht so schnell verfestigt. Und dann auch noch in den nächsten Tagen, wenn man dann eine schöne Kugel formen möchte, dass man dann diese dann auch schön machen kann. Aber sonst könnt ihr eigentlich mit Glycerin auch viele andere Sachen machen. Ich gebe das zum Beispiel genauso in meine Reinigungsmittel hinein. Gerade wenn ihr eure eigenen Glasreiniger selber macht, dann verleiht das einen schönen Schimmer. Sonst könnt ihr das auch so in euren Putzmittel hinein tun. Oder für die gerne Shisha rauchen, eignet sich Glycerin besonders gut, dass man den Shisha-Tabak nochmals befeuchten kann, denn Glycerin ist auch ein sehr gutes Feuchthaltemittel. Und sonst, wie ich schon sagte, für die ihre Kosmetika selber herstellen, ist Glycerin auch besonders gut, um nochmals eine feuchtigkeitsspendende Wirkung den Produkten zu zaubern. Und was ist jetzt Polysorbat 80? Das ist schon etwas Spezielleres, und zwar hierbei handelt es sich um einen Emulgator. Ein Emulgator deswegen, weil wir in unserem Produkt Wasser mit Öl zusammenmischen. Und vielleicht kann sich da schon die eine oder andere Person von euch denken, Wasser und Öl, ja, verträgt sich jetzt nicht besonders gut, denn wenn man das zusammenmischt, dann bleiben hier oben so schöne große, wie nennt man das, so Fettaugen schwimmen, und das wollen wir natürlich in unserem Produkt nicht haben, weil ansonsten würden wir nur Wasser in unsere Haare sprühen. Und dieses Polysorbat 80 dient eben dafür, dass Wasser und Öl miteinander kombinierbar sind. In diesem Fall ist es ganz wichtig zu wissen, wir haben hier eine Öl-in-Wasser-Emulgation. Das bedeutet, wir haben
wenig Öl und viel Wasser und deswegen ist Polysorbat 80 auch ganz gut. Ihr könnt auch übrigens Polysorbat 20 verwenden, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Anders sieht es aus, wenn ihr eine Wasser in Öl-Emulgation habt, das heißt wenig Wasser und viel Öl, dann müsst ihr einen anderen Emulgator verwenden. Und deswegen, ja, bleibt besser bei Polysorbat 80, ich habe das auch schon benutzt und ich kann es definitiv empfehlen. Als allererstes macht ihr einen Tropfen Lebensmittelfarbe in das Wasser und rührt es gut um. Wenn die Farbe zu intensiv ist, dann mehrmals mit Wasser nachgießen, sodass dann so eine schöne Pastellfarbe entsteht. Ihr werdet mich auf jeden Fall noch oft genug mit Lebensmittelfarbe sehen, denn ich liebe Lebensmittelfarbe in meinen selbst hergestellten Produkten, um dem Ganzen nochmals eine schöne Optik zu geben. Allerdings müsst ihr mit Lebensmittelfarbe ein bisschen vorsichtiger umgehen, denn so ein Tropfen kann eine sehr starke Farbe verleihen. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich einen Tropfen Lebensmittelfarbe in das Wasser gegeben habe und dann habe ich dann nochmals mehrmals Wasser nachgegeben und das so oft verdünnt, bis ich dann am Ende so eine schöne, so eine Pastellfarbe dann am Ende hatte. Denn das Problem ist, wenn ihr zu viel Lebensmittelfarbe verwendet, dann kann es natürlich sein, dass dann bei der nächsten Haarwäsche dann die Dusche dann grün ist und das wollt ihr auch bestimmt nicht haben. Deswegen, ja, verdünnt es einfach so oft es geht. Und wenn ihr das dann so macht, wie ich das gemacht habe, ich habe, glaube ich, dreimal Wasser, also ich habe jedes Mal Wasser ausgeschüttet und dann dreimal Wasser nachgefüllt in den großen Krug, so dass ich dann diese helle Farbe dann hatte. Aber das könnt ihr alles individuell gestalten. Vom Mandelöl nehmt ihr 2 Esslöffel. Und von dem Aloe Vera Konzentrat kommen 10 Tropfen hinein. Wenn ihr Aloe Vera Gel verwendet, dann reicht 1 Esslöffel. Und dann als nächstes 10 Tropfen Seidenproteine, 20 Tropfen Eukalyptusöl, 1 Teelöffel pflanzliches Glycerin und 1 Teelöffel Polysorbat 80. Und das Ganze wird dann schön zusammengemischt. Und schon beim Umrühren könnt ihr sehen, wie sich das Wasser mit dem Öl zusammenmischt. Am Ende könnt ihr sehen, dass alles zusammengemischt ist und dass sich oben einige Schaumbläschen bilden. Das ist völlig normal, wenn ihr einen Emulgator verwendet. Als nächstes nehmt ihr kleine Sprühflaschen oder so einen Zerstäuber, wie ich das hier zeige, und füllt dann das Ganze dann in diesen kleinen Fläschchen dann um. So sieht dann das fertige Produkt am Ende aus. Dadurch, dass wir 500 ml zubereitet haben, könnt ihr dann 5 solche Flaschen abfüllen. Bei mir wurden das 4 und ein bisschen, weil ich leider etwas verschüttet habe. Und was ihr nicht verwendet, könnt ihr in den Gefrierschrank tun. Und dann ist es schön eingefroren und könnt ihr 1 Jahr lang so aufbewahren. Dann kräftig schütteln und dann könnt ihr das Produkt einfach so ins trockene Haar sprühen. Beachtet, dass so eine angefangene Flasche 2 Wochen haltbar ist. Ihr könnt die bei Raumtemperatur aufbewahren oder auch in den Kühlschrank stellen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber ihr solltet definitiv nicht länger als 2 Wochen das Produkt benutzen, weil es sonst ranzig werden könnte. Et voilà, und am Ende sind meine Haare wieder erfrischt und man sieht auch schon, wie die Locken langsam wieder zurückkommen. Dieses Produkt liebe ich total an Tagen, wenn ich meine Haare nicht zu sehr beschweren möchte mit Produkten. Und das könnt ihr auch auf einer täglichen Basis benutzen. Durch das Eukalyptusöl hat das Spray auch eine leicht erfrischende Wirkung auf der Kopfhaut. Aber ihr könnt natürlich jedes andere ätherische Öl nehmen, was euch gefällt. So ihr Lieben, das war mein Tutorial zum DIY Leave-In Spray. Hat es euch gefallen oder nicht? Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Wenn ihr auch schon bereits Erfahrungen hattet mit solchen DIY-Sprays für die Haare, lasst es mich bitte auch wissen. Wenn ihr Empfehlungen geben könnt oder Kritik und Lob und alles, ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ich bin auch bereit für Neues, also was ich zum Beispiel bei meinem Produkt ändern könnte, was ihr auf jeden Fall empfehlen würdet.
Ansonsten freue ich mich auf einen Daumen hoch, auf ein Abonnieren, wie immer natürlich auch gerne auf ein Follow auf Instagram und jetzt bin ich neuerdings auch bei TikTok, da habe ich schon das erste Video auch bereits hochgeladen. Ich hoffe, es wird euch gefallen, schaut mal gleich rein. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr weiterhin gesund bleibt, guckt auf euch und wir sehen uns dann schon bald wieder. Bis dahin, bleibt sicher, macht es gut. Tschüss! Und schon wieder muss meine Katze hier sein, ne? Ja, komm doch her, ne? Oh, die Katze läuft von mir. Warte, ich hol sie.